Wir sind heute in Bonn-Beuel beim Hochschulsport bei den Ruderern, weil die bekommen heute ein neues Ruderboot. Das wird heute getauft und wir treffen jetzt Judith vom Rudersport und die hat sich darum gekümmert, dass das neue Boot angeschafft wird. Und hör mal nach, was da so cool dran ist. Hallo Judith. Hallo. Ihr habt gerade euer Boot hier rausgekarrt, das wird gleich getauft. Magst du mal ein bisschen erzählen, was das Besondere am Boot ist? Ja, also erstmal sind wir natürlich froh, noch einen weiteren Dreier zu haben. Einmal für den allgemeinen Ruderbetrieb, egal ob im fortgeschrittenen Kurs, beim Steuerleutekurs oder eben beim Trainingsrudern. Und dann ist es einfach nicht irgendein Dreier, sondern ein besonderer, denn den kann man sowohl als Dreier nutzen oder aber man baut den vordersten Ruderplatz hier raus. Hier, das kann man rausnehmen und dann kann der handgesteuert werden. Und das hat den folgenden Hintergrund. Seit ein paar Jahren hat sich bei uns an der Uni Bonn die Tradition gebildet, immer am Elfsteden-Ruhr-Marathon teilzunehmen. Das ist eine Ruderregatta, die quer durch Friesland führt, knappe 210 Kilometer durch 11 Städte. Und da wird in einer Staffel gerudert. Es gibt immer 2 Ruderer, die also hier und dort sitzen und das wird dann eben handgesteuert. Und dafür wollen wir eben auch dieses Boot nutzen. Jetzt müssen wir uns endlich keins mehr von einem anderen Ruderverein ausleihen, sondern sind unabhängig. Das heißt, ihr habt euer ganz eigenes Schmuckstück, um dort einen guten Platz zu machen. Genau. Jetzt hast du schon so ein paar Vorteile vom Boot genannt. Was ist das sozusagen Wunschausstattung, was ihr da bekommen habt? Ja, absolut. Also die extra Ausstattung, die wir uns eben noch gewünscht haben, sind die schnell verstellbaren Stemmbretter. Was natürlich gerade bei der Elfsteden-Regatta den großen Vorteil hat, wenn das Team eingewechselt ist und unterschiedlich große Leute den Platz tauschen, dass die sich sofort wieder die Einstellung richtig machen können, ohne viel Zeit zu verlieren. Und ja, es ist jetzt super schön, dass wir damit rudern können. Was ist denn so die erste Tour mit dem Boot, auf die du dich jetzt freust? Ist schon was geplant? So ganz weiß ich noch nicht, wohin wir fahren. Auf jeden Fall auf dem Rhein hier und vermutlich rauf Richtung Südbrücke, vielleicht noch ein bisschen weiter Gobach. Mal schauen, wie weit die erste Ausfahrt geht und wie viel dann eher gefeiert wird. Aber genau, auf jeden Fall südlich den Rhein runter. Draußen sind schon die ganzen Gäste und wir treffen hier drin Katrin. Das darf aber keiner mitkriegen, weil Katrin weiß, wie das Boot heißen wird. Und das soll ja bis zur Taufe geheim bleiben. Aber sie wird es uns verraten. Katrin, magst du ein bisschen erzählen? Ganz genau. Das Boot wird Wupper heißen und traditionell haben alle unsere neuen Boote einen Namen eines Flusses, der in den Rhein mündet. Unser Bootspark ist schon recht voll, deswegen war die Auswahl gar nicht so einfach. Aber wir haben mit der Wupper einen Fluss gefunden, der hier auch recht nah, also in Leverkusen, in den Rhein mündet. Eine Strecke, wo wir auch häufiger mal dran vorbeirudern, wenn wir beispielsweise am Rheinmarathon teilnehmen. Und tatsächlich habe ich persönlich auch eine kleine Verbindung dazu, denn ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen und komme auch gebürtig aus der Nähe, also aus dem Norden von Köln. Und da bin ich flugs an der Wupper vorbeigefahren, denn ich finde es eine schöne Tradition, das Boot mit dem Wasser aus dem Fluss zu taufen, dessen Namen wir verwenden. Deswegen habe ich das Wupperwasser quasi von zu Hause mitgebracht. Hiermit taufe ich das Boot nicht auf den Namen Wupper. Die Bootstaufe ist, glaube ich, ein ganz besonderes Ereignis für die Uni Bonn, aber auch für den Rudersport. Es gibt so eine Sache, die habe ich gut in Erinnerung. Als die Meisterschaften gewonnen wurden, gab es hier auch eine kleine Feier. Und das war das erste Mal, dass ich hier offiziell gewesen bin. Und wenn man da die Begeisterung in den Blicken der Studentinnen sieht, dann weiß man, was so ein Boot bedeutet. Was bedeutet die Bootstaufe für den Hochschulsport und die Uni? Das ist immer wieder ein besonderes Ereignis, dass wir ein neues Boot taufen dürfen. Und für den Hochschulsport ist es großartig, weil es dafür sorgt, dass die rudersportliche Tradition im Hochschulsport an der Universität Bonn weiterhin modern Bestand haben kann. Ich meine, man sieht es, wir stehen hier auf dem neuen Rudersteg, den wir heute auch einweihen. Ist eine Sportart, die ist grundakademisch von der Historie her und es ist natürlich, ich meine, wir gucken uns mal um, ein traumhaftes Erlebnis in der Natur, hier heute ein neues Boot rudern zu dürfen.
Stößt ab! Viel Spaß, Judith. Genießt es.